Moin Freunde, ja, bevor wir mit den Iris-Brüdern anfangen, welcher besser ist, möchte ich mich erstmal bedanken für das großartige Feedback zu meinem letzten Video, den Vlog. Ich werde das natürlich weitermachen, ihr habt es euch gewünscht und dann machen wir das. Und jetzt ist natürlich keine Werbung hier, aber geiles Gesöff, wenn wir dann mal ich werde euch die Iris-Brüder vorstellen. Und welcher der Iris-Düfte, Valentino Uomo Intense oder der Bleu Noir, das Parfüm, welches ist besser? So, da bin ich wieder jetzt drin und hier haben wir den Narcisco Rodriguez Bleu Noir, das Parfüm, und den Valentino Uomo Intense. Das ist tatsächlich die 2016er Version, also die potente, starke, aber die aktuelle soll trotzdem sehr nice sein. So. Ich stelle die euch vor, weil viele die immer vergleichen etc. pp. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt mal. Und ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bin gerade auf der Insel Sylt und mal wieder, ihr kennt das ja. Aber es ist so kalt. Im Endeffekt finde ich, passen sie jetzt perfekt, weil hier auf der Insel ist es grundsätzlich kühler und so weiter und so fort. Und ja, welcher von den beiden ist denn nun der beste? Oder kann man die überhaupt vergleichen? Wir fangen mal mit den Narcisco Rodriguez an, Bleu Noir. Intense wollte ich gerade sagen, guck mal, das macht einen schon ganz wahnsinnig mit diesen ganzen Ablegern da hier, das Parfüm. Grundsätzlich wurde ich letztens gefragt, auf Instagram bei der Fragerunde, ob ich die auch habe. Ich habe die schon so lange. Ich habe das Eau de Toilette, ich habe das Eau de Parfum und das Parfüm. Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich das einmal nur, glaube ich, gezeigt, ehrlich gesagt. Und ja, auf jeden Fall hier haben wir schöne Mandarine, wir haben was Cremiges mit der Iris, wir haben Kardamom, wir haben Leder, wir haben Vetiver. Das ist in diesem Duft mit drin und das hat aber trotzdem eine Ähnlichkeit zu diesen Valentino Uomo Intense. Nun ist die Frage, aber braucht man beide oder welcher ist denn besser? Ich finde, er hat noch durch das Kardamom ist das noch ein bisschen anders als bei dem Valentino. Und wir machen das jetzt mal zusammen. Einzeln ist ein bisschen blöde. Der Valentino ist natürlich hier ein Biest und hat natürlich, ja, die Iris ist präsenter. Der Duft allgemein ist präsenter, stärker. Das mag natürlich jetzt bei der anderen Version, bei der neuen, ein bisschen anders sein. Aber wie gesagt, die ist auch sehr potent und sehr nice. Also da hat sich nicht sehr viel oder nichts Großartiges geändert. Und ich finde einfach, also hier ist weniger drin. Hier ist, wie gesagt, ein Kardamom drin. Das ist hier nicht drin. Wir haben Leder in beiden. Vetiver ist hier drin. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir die Iris drin. Iris, klar. Mandarine, beide. Aber ich muss sagen, ich finde, keiner muss sich verstecken. Meine Meinung. Also warum auch? Also das ist natürlich hier das Aushängeschild im Designerbereich, was so eine Iris-Düfte angeht. Natürlich gibt es den Dior Homme Intense auch, aber das ist mehr Lipstick, das ist mehr Schminkkasten, das ist noch eine andere Liga. Nicht vielleicht von der Qualität. Der war immer auf 1, das Intense. Wir reden jetzt nicht vom Parfüm. Ich finde, dass man das Dior Homme Parfüm, die alte Version, nicht die neue, sondern so nicht mehr, dass man das mit den Intense nicht wirklich vergleichen konnte, finde ich, meiner Meinung nach. Das Intense ist gut, aber das habe ich jetzt hier rausgenommen, habe ich auch nicht mitgenommen, weil das war zwar lange auf 1, also wenn es um Iris und sowas geht und Schminkkasten, aber der Valentino hat ihn irgendwann überholt, weil die erstmal Sexappeal, denn ihr kriegt ohne Ende Komplimente für diesen Duft. Bei den Lipstick Dior Homme Intense Duft ist das noch ein bisschen schwieriger. Das macht nicht jeder, das muss passen, aber es ist natürlich ein Meisterwerk vom Dior. Da kommt ja, glaube ich, auch, weiß nicht, ich hoffe, den versauen sie nicht auch, wie sie das Parfüm versaut haben. Aber der Valentino ist da schon sehr nice. Aber, und jetzt kommt's, der Narcisco Rodriguez Bleu Noir Parfüm mit einem sehr coolen, schweren Flakon, muss sich überhaupt nicht verstecken. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ihr habt dann noch Kardamom drin, ihr habt ein bisschen die Frische, was heißt Frische? Dieses Vetiver, ein bisschen dunkel, ja, feucht würde ich nicht sagen, aber er ist ein bisschen frischer. Aber wenn man das bei diesen Iris-Duft sagen kann, ja, doch ein bisschen
Seifiger würde ich gar nicht behaupten, aber vielleicht ein bisschen seifiger, aber nicht direkt seifig. Es ist schwer zu erklären. Vetiver, Kardamom, das habt ihr nicht. Leder habt ihr hier auch drin. Ich finde, hier macht der Unterschied ein bisschen das Kardamom. Die Mandarine haben sie beide. Ich glaube, hier ist noch Bergamotte drin. Das macht das minimal anders und ein bisschen erfrischender. Ich finde, man kann ihn durchgehend tragen. Aber wann kann man den Valentino nicht? Kann man eigentlich auch. Aber im Büro, fangen wir mal im Büro an. Genau, oder nee, wir brauchen nur das Büro erwähnen. Da würde der Narciso Rodriguez Parfüm besser funktionieren, weil er eben nicht ganz so potent ist. Aber nochmal, die neue Version ist ja nicht ganz so ein ganz großes Monster, schon noch stark, aber mehr Süße, mehr dunkel, mehr maskuliner ist der Valentino. Aber im Büro würde ich den Bleu Noir bevorzugen. Ne? Natürlich kann man das auch mal mit dem Valentino machen, aber in Schnitt oder wenn ihr nicht ganz so viele Düfte habt und nur welche sucht fürs Büro, dann, oder wenn ihr im Büro Iris-Düfte, das ist ja auch nicht so einfach, dann ist das der Bleu Noir von Narciso Rodriguez. So, und welcher ist nun besser? Also, na klar, ich würde immer noch den Valentino nehmen, aber ich trage den sehr gern. Also im Endeffekt gewinnt hier keiner. Sie sind beide nice, sehr, sehr gut. Und ihr müsst euch mal überlegen, was für geile Designer und Iris-Düfte ihr hier bekommt. Den anderen ein bisschen ohne Kardamom, ohne Vetiver und so und der andere mit eben. Also ihr müsst das mal ausprobieren. Vor allen Dingen jetzt mit der neuen Valentino-Version. Aber beides sehr geile Iris-Düfte. So, ich konnte euch, hoffe ich, weiterhelfen. Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus. Hamburg ist raus, würde ich normalerweise sagen. Im Moment sage ich einfach, Sylt ist raus. Bis dann.